Hallo, hier ist Sarah Schmid. Hier kommt endlich mein Video zum Thema Beikost. Das Baby wächst und gedeiht und braucht mehr als Muttermilch. Also muss was Festes zu essen her. Was stellt man so für Anforderungen an das erste Babyessen? Es soll natürlich leicht verdaulich sein und es soll dem Baby schmecken. Es soll es auch mit 3, 4 Zähnen oder gar keinen essen können. Und es soll vom Nährstoffgehalt der Muttermilch mindestens ebenbürtig sein, aber noch besser überlegen sein. In Deutschland, wie fängt man da an mit der Beikost? Ihr wisst sicherlich alle, die ihr aus Deutschland kommt, Möhren müssen her. Der Möhrenbrei oder auch Pastinake, aber ist auch eine weiße Möhre, alles in Möhrenform. Eine Woche lang Möhrenbrei und nur Möhrenbrei, kein anderes Gemüse gleichzeitig. Der Möhrenbrei hat eine lange Tradition in Deutschland. Auch ich bin schon mit Möhrenbrei an das Essen herangeführt worden. Wenn man die Nährstoffe vergleicht zwischen Muttermilch und Möhre, dann seht ihr auf der Seite die Muttermilch und hier drüben die Möhre. Ich habe mal so ein paar Nährstoffe, Vitamine, Mineralstoffe nebeneinander gestellt. Und bei der Muttermilch die Angaben unter Vorbehalt, denn das unterliegt doch einer ziemlich großen Schwankungsbreite, je nachdem wie die Mutter sich ernährt. Die Möhre hier auf der Seite, die hat ziemlich viel Beta-Carotin, ne? Das sieht man. Allerdings ist es so, dass der Körper nur einen Teil davon in Vitamin A umwandelt. Und bei Babys funktioniert diese Umwandlung noch so gut wie gar nicht. Also genutzt wird das vom Baby nicht wirklich. Ansonsten so im Vergleich steht die Möhre ja jetzt nicht so schlecht da, von Mineralstoffen her und Vitamin K1. Nur wenn man den Energiegehalt anguckt, hat es nur weniger als die Hälfte von dem, was Muttermilch hat. Und so ein paar Vitamine, Vitamin B12 und Vitamin D ist auch nicht drin. Ja, und Möhren machen natürlich auch gern Verstopfung. Wer hat das eigentlich festgelegt mit dem Möhrenbrei? Kann man sich ja fragen, ne? Das ist irgendwie eine typisch deutsche Gepflogenheit. Und außerhalb von Deutschland muss man auch nicht strikt eine Woche nur Möhren füttern und nichts anderes bei der Beikosteinführung. Aber auch im restlichen Europa ist es quasi Konsens, dass der Gemüsebrei die ideale erste Beikost ist. In den USA ist es wieder anders. Da soll man am besten einen Getreidebrei füttern, der mit Vitaminen und Mineralstoffen angereichert ist. Oder auch Obstbreie. Aber es scheint so allgemein Konsens in der westlichen Welt, dass die erste Beikost Gemüsebrei, Getreidebrei, Obstbrei ist, ohne Salz und ohne Gewürze. Und man soll spätestens ab dem 6. Monat anfangen und frühestens ab dem 4. Monat, so dazwischen. Aber wenn man die akribisch ausgearbeiteten Essenpläne so studiert, die es gibt, und die Kochratgeber für Babybreie und dann auch noch die Regale voll Fertiggläschen studiert, dann fragt man sich doch, was haben unsere Vorfahren eigentlich gemacht, als es noch keinen Pürierstab gab, keine Ernährungsempfehlungen und keine Babybreifabriken. Klar ist, Beikost-Tradition gab es vorher auch schon. Das ist nichts Neues. Die waren in Europa allerdings vor 200 oder 300 Jahren schon nicht besonders rühmlich. Da wurde dann zum Teil gar nicht gestillt, sondern von Anfang an Tiermilch gegeben zum Beispiel. Und die Frauen, die sich dem Kind mehr widmen und es stillen wollten, die galten als faul. Das scheint also keine so neue Haltung zu sein. Was man dann fütterte, war Brotsuppe mit Milch, Biersuppe mit Butter und Zucker, Wassersuppe mit glutenfreiem Getreide, Haferschleim. Das Problem war vor allem, dass das häufig als Komplettersatz für die Muttermilch verwendet wurde. Und ihr könnt euch vorstellen, dass die Säuglingssterblichkeit entsprechend hoch war. Ja, wenn man über den westlichen Tellerrand drüber rausschaut, findet man eine ganze Vielfalt an traditionell üblichen ersten Babyessen.
Das geht über Fleischbrühe, Gemüsebrühe, Knochenbrühe, gekochtes Gemüse und Obst, Eigelb, Leber, Reisbrei oder anderes glutenfreies Getreide, was mit Milch, Joghurt oder Gemüse oder Knochenbrühe vermischt wurde, tierisches Fett, also auch Butter, Knochenmark. Je nach Kultur variiert das natürlich. Also bei Jägern und Nomadenvölkern, die sich vorwiegend auf tierische Lebensmittel konzentriert haben, gab es halt eher was Tierisches als Beikost. Und bei Ackerbauern, die eben einen hohen Anteil von Gemüse und Obst und Getreide in ihrer Ernährung hatten, haben die Babys halt auch eher Pflanzliches gekriegt. Es war also nicht immer der bei uns übliche Gemüsebrei. Afrikanische Mütter zum Beispiel haben ihren Babys als erstes Essen vorgekaute rohe Leber gegeben. Und chinesische Mütter zum Beispiel fütterten Eigelb oder auch ein Reisbrei, der mit einer Schweinerippe gekocht wurde. Oder bei den Inuit, also den Eskimo, gab es vorgekauten Fisch. Wenn man so guckt, was also meistens was Babytaugliches vom Erwachsenenessen, plus besonders nährstoffhaltige, meist ziemlich fetthaltige Lebensmittel, die man für Babys als besonders wichtig angesehen hat. In dem Rahmen kommt dann auch immer das Thema Abstillen. Die Beikost hatte bei den traditionellen Kulturen nicht das Ziel, das Stillen innerhalb von wenigen Wochen zu ersetzen. Gestillt wurde also im Schnitt 3 Jahre, manchmal auch länger oder ein bisschen kürzer. Was hat man gemacht, als es keinen Pürierstab gab? Man hat es zerkocht, zermatscht, vorgekaut. Man kann die Beikost auch aus einem anderen Winkel als der Tradition betrachten und sich fragen, was macht denn vom Nährstoffgehalt her Sinn? Da habe ich ja euch eben schon die Muttermilch und die Möhren gegenübergestellt. Und das kann man natürlich auch noch mit weiteren Lebensmitteln tun. Also, wie ist das zum Beispiel mit Apfel und Reis oder Eigelb und roher Leber, wie das die afrikanischen und chinesischen Mütter gefüttert haben? Hier habe ich mal die Möhre, Apfel und Reis nebeneinander gestellt. Äpfel als Vertreter der Obstfraktion, Reis als Vertreter der Getreidefraktion. Wenn man guckt, Möhre und Apfel unterscheidet sich jetzt nicht so wahnsinnig voneinander. Im Energiegehalt wie auch im Vorhandensein von Vitamin- und Mineralstoffen. Beim Reis fällt auf, da ist nicht viel zu holen, hat allerdings einen ganz ordentlichen Energiegehalt. Ist also als Energieträger vielleicht keine schlechte Option, aber man braucht noch was dazu. Da sind dann vielleicht die Möhren nicht schlecht oder die Äpfel. Aber wenn ich jetzt hier Eigelb und Leber daneben halte, seht ihr, dass es hinsichtlich des Vitamin- und Mineralstoffgehalts noch eine Steigerungsmöglichkeit gibt. Also hier oben Vitamin A, die Möhre hat kein Vitamin A. Das Vitamin A hatte ich euch ja vorher erklärt. Den Unterschied zum Provitamin A. Ebenfalls Vitamin A und Vitamin A in Leber. Provitamin A haben die beiden natürlich nicht, aber Vitamin A muss natürlich nicht umgewandelt werden im Gegensatz zu Provitamin A. Vitamin B12, da hat das Eigelb ein bisschen was und die Leber toppt's. Möhre hat 0. Vitamin D hat die Möhre genauso 0. Da toppt das Eigelb mit 5 Mikrogramm und die Leber hat immerhin noch 1 Mikrogramm. Vitamin K1 hat nur die Möhre. Allerdings ist das Vitamin K2 hat noch mehr Funktion im Körper und ist besser verwendbar. Und da hat die Möhre nichts davon. Und das Eigelb toppt's und die Leber sieht aber auch nicht schlecht aus. Calcium, da steht das Eigelb an der Spitze. Da hat die Leber nicht so viel davon. Da ist die Möhre besser. Eisen, da schlägt das Eigelb und die Leber auch um Längen die Möhre. Und beim Zink und beim Energiegehalt ebenfalls. Und was ich hier aufgelistet habe, ist auch noch längst nicht alles, was da drin ist.
Gerade Leber und Eigelb sind sehr reichhaltig an Cholin und Cholesterin und die sind sehr wichtig für die Gehirnentwicklung. Außerdem enthält Eigelb so gut wie alle Nährstoffe, die der Mensch überhaupt braucht. Vielleicht ist es also gar nicht so dumm von den afrikanischen und chinesischen Müttern, und sicherlich haben andere das auch gemacht, Eigelb oder Leber als erste Beikost zu füttern. Also nichts gegen Äpfel und Möhren, aber wenn es die Muttermilch toppen soll, dann schneiden Apfel und Möhre, Obst, Gemüse allgemein jetzt nicht so überragend ab. Gerade was den Energiegehalt betrifft halt. Oder man macht Fett ins Essen. Also Fett ist ja auch die allgemeine Empfehlung, nur die Frage welches. Sind Raps- und Sonnenblumenöl tatsächlich eine so gute Idee, wie sie heutzutage empfohlen werden? Diese Öle enthalten zwar ganz tolle, mehrfach ungesättigte Fettsäuren, wird auch immer gepriesen dafür, allerdings bilden die beim üblichen Verarbeitungsprozess, der mit Erhitzen stattfindet, Transfette. Und ihr Gehalt an fettlöslichen Vitaminen ist abgesehen von Vitamin E bei 0. Deshalb bevorzuge ich Butter oder anderes tierisches Fett, weil das nämlich alle wichtigen fettlöslichen Vitamine enthält, die es gibt. Also Vitamin D, Vitamin A und das besser verfügbare Vitamin K2. Wenn es Pflanzenöle sein sollen, dann würde ich Olivenöl bevorzugen oder kaltgepresste Öle. Die enthalten zwar außer Vitamin E keine anderen fettlöslichen Vitamine, aber auch keine Transfette. Nur diese Öle, vor allem die mit den vielen mehrfach ungesättigten Fettsäuren, sollte man nicht lange stehen haben, wenn sie kalt gepresst sind, weil sie dann ranzig werden. Und das ist auch nicht so gesund. Ja, wie bin ich das mit der Beikost angegangen? Beim ersten Kind hatte ich natürlich noch keine Ahnung, wie man das halt so hat. Man liest viel, aber weiß nichts. Ich hatte noch das Zwangsfüttern von meinem Bruder im Kopf und der Zwang war mir verhasst. Deswegen hat Baby-led Weaning mich angesprochen, wo halt das Baby selbst die Beikoststart initiieren soll und selber essen von Anfang an. Und das fand ich perfekt. Ich dachte mir, das Kind isst und entscheidet von Anfang an selbst, wann es isst und was es isst und in welchem Umfang. Ja, dass ich letztendlich trotzdem Entscheidungen getroffen habe für mein Kind und auch entscheiden musste, was ich unserer Großen vorlege und wie und wann, das war mir jetzt nicht so bewusst. Ich habe da sicherlich auch mein eigenes Zwangstrauma aus meiner Kindheit mit reingenommen. Hatte ziemlich so eine Aversion gegen Füttern allgemein. Ich weiß nicht, das hat in mir so einen Widerwillen ausgelöst. Aber das war ich, ne? Das war meine Geschichte. Mit 9 Monaten hat unsere Große dann das erste Mal richtig was gegessen und das war Gurke. Und sie ist dann recht schnell über das Fingerfood zum Familienessen übergegangen. Das ging ganz unkompliziert. Beim zweiten Kind habe ich es ganz genauso gemacht. Der hat mit 6 Monaten schon angefangen zu essen und sonst lief das genauso. Beim dritten Kind, der hat auch mit 6 Monaten angefangen. In die Zeit vom Beikostbeginn bei ihm fiel bei uns diese ganze Karies-Geschichte, die ich in einem anderen Video erläutert habe. Ich habe also Weston Price entdeckt und ganz viel gelesen und unsere Ernährung angepasst. Und habe auch ziemlich schnell herausgefunden, dass in den traditionellen Kulturen die Babys auch gefüttert wurden. Nichts mit nur Fingerfood. Da musste ich also meine Motive zu meiner Fütterungsaversion hinterfragen. Und im Endeffekt habe ich ihn auch gefüttert. Also was von unserem Essen mit wenig Zähnen oder keinen Zähnen zu bewältigen war, Brühe, Creme fraiche, Butter, sowas. Und parallel habe ich ihn natürlich auch Fingerfood greifen und lutschen lassen. Und so ist er dann auch zum Familienessen übergegangen irgendwann. Ab dem 4. Kind habe ich dann angefangen, als erstes Essen Eigelb zu füttern. Und dann ging das weiter mit Brühe und Zerdrückten von dem, was wir gegessen haben und parallel auch wieder Fingerfood. Das 5. Kind hat dann schon mit 5 Monaten großes Interesse am Essen gezeigt, er hat entsprechend dann früher angefangen. Das 6. Kind jetzt hat auch mit 6 Monaten angefangen wieder. Bei ihm habe ich jetzt mal das Vorkauen roher Leber getestet, extra für euch.
wie das die afrikanischen Mütter machen. Ich fand es ziemlich gewöhnungsbedürftig im Geschmack. Das Baby fand es gut. Dann habe ich getestet, kurz angebratene Hühnerleber, so mit Butter vermischt. Schmeckt das tatsächlich gut. Also es hat mir auch geschmeckt und hat dem Baby auch geschmeckt. Also wahrscheinlich werde ich das präferieren, wenn ich auf die Nährstoffe in der Leber zurückgreifen will. Wenn ich jetzt Vorkauen sage, da habe ich jetzt schon einige von euch vom Stuhl fallen sehen vor Schreck. Aber ihr kennt das ja schon, ne, dass ich ein bisschen verrückt bin. Habe ich denn keine Angst vor Karies, vor der Ansteckung, dass ich mein Kind mit Bakterien anstecke und es dann fiese Karies kriegt? Seit Louis Pasteur sieht unsere Medizin die Mikroorganismen als Auslöser fast sämtlicher Krankheiten. Der berühmte Satz von Louis Pasteur auf dem Sterbebett, die Mikrobe ist nichts, das Milieu ist alles, hat an seiner ganzen vorherigen Arbeit dann offensichtlich nichts mehr ändern können. Dabei gibt es keine Studie, die belegt, dass die Bakterien, die man mit der Karies in Verbindung bringt, von der Mutter auf das Kind übertragen, beim Kind dann auch Karies auslösen. Also das ist überhaupt nicht bewiesen, das ist einfach eine Behauptung. Karies ist auch per Definition keine Infektionskrankheit im engeren Sinne. Ihr könnt da ja mal selbst recherchieren, wenn ihr das nicht glaubt. Das ist tatsächlich so. Und auch wenn euch die Zahnärzte was anderes erzählen, dann sind die einfach nicht auf dem wissenschaftlichen Stand der Zeit. Und seit ich gesehen habe, wie gut die Kariesprävention mittels Ernährung funktioniert, habe ich keine Angst mehr vor Karies. Ausführlicher gehe ich dazu in meinen Ernährungsvideos ein, die ihr hier auch auf meinem Kanal finden könnt. Also ich bin im Gegenteil davon überzeugt, dass das Vorkauen nämlich viele Vorteile vor dem Pürierstab hat. Zum einen macht es das Essen für das Baby leichter verdaulich, weil es vom Speichel der Mutter schon vorverdaut wird. Da sind Enzyme drin im Speichel, die da schon mal anfangen mit Verdauen. Außerdem stärkt es das Immunsystem des Babys, weil es mit den Mundbakterien der Mutter in Berührung kommt und im Speichel sind auch Antikörper drin. Es ist halt gewöhnungsbedürftig für unsere bakterienfürchtende Gesellschaft, aber offenbar durchaus sinnvoll. Und es ist auch praktisch. Man kann nämlich immer genauso viel Babyessen herstellen, wie man braucht. Man braucht also nichts wegschmeißen und es ist garantiert immer richtig temperiert. Ich meine jetzt nicht, dass ihr das auch alle so machen müsst, aber es ist eine gesunde Möglichkeit und hat eine lange Tradition. Wie sieht so ein Beikosttag bei uns aus? Also sobald das Baby am Familientisch mitsitzen kann, setze ich es mit dazu. Meine Babys konnten mit rund 6 Monaten schon eine gewisse Zeit lang ganz gut sitzen. Aber man kann natürlich auch auf dem Schoß füttern, wenn das Baby noch nicht sitzen kann und Interesse am Essen hat. Ja, wie gesagt, beginne ich mit Eigelb. Mit dem Eigelb eines weich gekochten Eis. Am besten sind Eier von glücklichen Hühnern, die also draußen Gras fressen konnten und sich selber ihre Würmer suchen. Dann ist der Vitamingehalt am höchsten. Und es sollte natürlich frisch sein. Da es bei uns sowieso weich gekochte Eier zum Frühstück gibt, koche ich also einfach ein Ei mehr, sobald das Baby anfängt zu essen. Warum nur Eigelb? Fragt ihr euch vielleicht, und nicht das Eiweiß. Das Eiweiß ist schwerer zu verdauen. Das fange ich erst später an zu geben. Eigelb ist also bei uns der Beginn von der Beikost. Da ist noch einer. Ja, noch so, genau. Da steht nicht die Dumme sind drauf. So, jetzt festhalten und du drehst. Weil du weißt es jetzt und ich drehe. Als nächstes kriegt das Baby dann bei uns zum Abendessen zum Beispiel Weidemilchbutter gefüttert vom Löffel. Zum Mittagessen kommt Brühe vom Eintopf dazu und nach auch immer mehr Festes aus der Suppe, was ich vorkaue. Wenn du willst. Du kannst du mal nicht aufs Bild. Doch. Aber was ist da? Wir salzen unser Essen moderat.
Ich denke, man fährt gut, wenn man mäßig würzt. Und dann ist es auch für das Baby kein Problem. Der Körper braucht ja schließlich Salz, nur eben nicht zu viel. Aber aus der Angst, zu viel zu geben, auf der anderen Seite vom Pferd zu fallen und nichts zu geben, halte ich für keine so gute Idee. Wenn dann mehr gegessen wird, gibt es bei uns zum Frühstück auch noch was von meiner Sauermilch ab, die ich mir selber aus Rohmilch herstelle. Oder auch von unserem Milchreis. Okay, dann hältst du fest und ich drehe. Die sind sehr Mama. Ja. Liegen von mir oder? So vollzieht sich dann langsam der Übergang zum Komplettangebot am Familientisch. Sobald ich mit der Beikost anfange, beginne ich auch mit etwas weniger als einem Teelöffel Lebertran-Butterölgemisch. Das ist der, den wir anderen auch alle nehmen. Dieser. Gibt andere Lebertran-Marken auch, die nicht schlecht sind, aber hier ist das Butteröl mit drin, was Wespenpreis als perfekte Mischung erfunden hat. Dadurch, dass in dem Butterfett halt Vitamin K2 ist, was im Lebertran nicht drin ist. Und diese Vitamine zusammen, also Vitamin D und A aus dem Lebertran plus K2 aus dem Butterfett, ist halt eine gute Mischung für die Zahnmineralisation und insgesamt, was der Körper braucht an Vitaminen, um gut zu funktionieren. Ich gebe also keine Vitamin D-Tropfen, auch nicht von Anfang an, sondern ich nehme diesen Lebertran selbst und gebe ihn dann dadurch über die Muttermilch weiter, und sobald das Baby halt anfängt selber zu essen, bekommt es das auch direkt. Als Fingerfood gebe ich gleichzeitig das, was eben da ist, also ein Stück Apfel oder Banane zum Frühstück oder ein Stück Kartoffel zum Mittagessen oder ein Streifen Brot, wo ich Butter drauf mache zum Abendessen. Wobei an dem Apfel eher gelutscht wird und die Stücken noch nicht so richtig gegessen werden. Dafür reichen dann die zahnlosen Kauleisten nicht aus. Man muss halt ein bisschen aufpassen mit dem Verschlucken, wenn man so stückigere Sachen gibt und das Baby noch nicht ganz kauen kann. Aber wenn das Baby früh lernt, solche relativ stückigen Sachen zu hantieren, dann lernt das auch recht schnell, sich nicht zu verschlucken. Also da kann man gelassen sein, daneben sitzen, gelassen sein. Die Reflexe sorgen normalerweise dafür, dass das, was falsch rutscht, auch wieder rauskommt. Welche Lebensmittel taugen wenig für den Beikostbeginn? Bei Nüssen sind sich, glaube ich, alle einig. Relativ schwer verdaulich, ganz am Anfang ist auch rohes Gemüse und Obst, außer zum dran lutschen. Aber man kann jetzt nicht erwarten, dass das jetzt so viel Nährstoffe bringt für das Baby. Mit Getreide habe ich es auch nicht eilig. Also der Brotschnitz zum Abendessen wird in der Regel nicht gegessen, sondern nur die Butter runtergelutscht. Meine Kinder haben alle auch erst spät angefangen, überhaupt Brot zu essen, und das ist auch okay für mich. Was es bei uns gar nicht gibt, ist Margarine, Rapsöl, Sonnenblumenöl. Bin ich schon drauf eingegangen. Sojaprodukte, Low-Fat-Produkte, behandelte Ladenmilch. Das kaufe ich eh nicht und das kriegt auch das Baby nicht. Und ich achte natürlich auf Qualität und dass es Bio ist, wenn es geht. War der Beikostbeginn bei uns stressig? Eigentlich nie. Ich bin überzeugt, dass das Baby isst, was es braucht, und auch genauso viel, wie es eben nötig hat. Und ich bin sicher, dass es auch einen Grund hat, wenn ein Baby noch kein Interesse am Essen zeigt oder bestimmte Lebensmittel verweigert werden. Das hängt, denke ich, nämlich meist damit zusammen, dass das Verdauungssystem einfach noch nicht reif genug ist oder eben mit bestimmten Lebensmitteln Schwierigkeiten hat. Und das merkt das Baby, dass es ihm unwohl ist, wenn es diese Sachen isst, und dann mag es die halt nicht haben. Und da finde ich wichtig, dass man das nicht übergeht, sondern ich will ja, dass das Kind lernt, auf seinen Körper zu hören, auf sein Sättigungsgefühl. Und da muss man eben Geduld mitbringen, wenn das so ist. Mein Ziel war aber auch nie, einem starren, vorgegebenen Zeitplan zu folgen. Und wenn man sich nach dem Baby richtet und nicht nach irgendwelchen Essenplänen, der irgendjemand entworfen hat, dann sollte das eigentlich eine ganz entspannte Sache sein. Ich finde eine gewisse Regelmäßigkeit bei den Mahlzeiten sinnvoll.
aber das ergibt sich eigentlich von selbst, wenn man selber einen Rhythmus hat. Den Ansatz, die Beikost auf die Weise anzupacken, wie ich es euch gerade beschrieben habe, den findet ihr auch in diesem Buch, The Nourishing Traditions Book of Baby and Child Care von Sally Fallon. Von ihr ist auch das andere Buch, was ich in einem vorigen Video vorgestellt habe, Nourishing Traditions, auf Deutsch das Vermächtnis unserer Nahrung. Und das ist auch von ihr halt. Das deckt die Ernährung in Vorbereitung auf die Schwangerschaft und während der Schwangerschaft ab. Beikost natürlich behandelt außerdem noch Geburt, Impfung, Erziehung, Umgang mit Kinderkrankheiten, den optimalen Abstand zwischen Geschwistern. Ich bin natürlich nicht, wie immer, 100% ihrer Meinung, aber ich finde, man kann sich super viel draus ziehen, vor allem eben zum Thema Ernährung und Beikost. Und ich hoffe, dass es das vielleicht demnächst auch auf Deutsch gibt. Das war's schon mit meinem Video zur Beikost. Ich hoffe, ich habe alle Fragen beantwortet. Wenn nicht, schreibt es in die Kommentare. Bis dann. Tschüss.